Lebendige Vielfalt ist auf strukturreiche Lebensräume angewiesen. Tiere und Pflanzen bewohnen ihre Lebensräume gemeinsam und sind voneinander abhängig. Unsere heimischen Wildpflanzen bieten Tieren Nahrung und Schutz. Exotische Pflanzen können das nicht bieten. Einige Insekten sind flexibel und können Pollen und Nektar von unterschiedlichen Pflanzen sammeln. Andere sind auf wenige Pflanzenarten spezialisiert und deshalb von dem Vorhandensein dieser Arten abhängig. So sind 90% der pflanzenfressenden Insekten auf ganz bestimmte Wildpflanzen angewiesen. Die Raupen des Admirals zum Beispiel ernähren sich ausschließlich von Brennnesseln. Raupen wiederum sind eine der wichtigsten Nahrungsquellen für viele Jungvögel. Wenn ein Baustein einer Nahrungskette wegfällt, gerät das Zusammenspiel aller Arten zunehmend aus dem Gleichgewicht. Wildpflanzen vernetzen Lebensräume und dienen großen und kleinen Tieren als natürliche Wanderwege zwischen den Biotopen. Die Zersiedelung führt zu immer kleiner werdenden Lebensräumen, in denen sich immer weniger Tier- und Pflanzenarten finden. Wie lässt sich der Rückgang der Artenvielfalt aufhalten? München ist die am stärksten versiegelte Stadt in Deutschland. Da, wo etwas versiegelt ist, da wächst nichts mehr und da blüht nichts mehr. Das ist asphaltiert, zubetoniert, zugebaut und zwar meistens für immer. Und deswegen biete ich mit meinem Balkon und meinen Töpfen, und wenn es nur ein Topf ist, in der eine Blume wächst, ein Nahrungsangebot für die Insekten, die hier in der Nähe meinen Balkon besuchen. Und das schönste Geschenk, was man sich damit selber macht, ist eigentlich, dass man dann mit diesen Pflanzen und ihren Besuchern jeden Tag irgendwas Spannendes erlebt. Also sobald man den ersten Topf rausstellt, kann man mit ziemlicher Sicherheit, kann ich garantieren, dass ein Besucher kommt. Strukturreiche Städte können auch ein vielfältiger Lebensraum für Pflanzen und Tiere sein. Alle Arten der Stadtnatur können gemeinsam dazu beitragen, naturnahe Grünflächen mit der umliegenden Landschaft zu vernetzen. Städtische Grünflächen und Gärten bilden zusammen eine riesige Fläche. Richtig gestaltet geben sie der Natur wieder Raum. Jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten. Mit jeder Wildpflanze kommen mehr Tierarten wieder zurück. Das Herz jeden Naturgartens sind die heimischen Pflanzen. Sie samen sich aus, sie wachsen von alleine. Ich muss nicht jedes Jahr neue Pflanzen kaufen. Wir haben über 4000 Wildpflanzen und es sind so schöne für jeden Standort dabei. Viele Pflanzen haben auch wirklich für ganz viele Tiere Nutzen. Sie fressen die Beeren, naschen an den Blüten, fressen an den Blättern. Deswegen brauchen wir viel heimisches Grün, heimisch und artenreich. Im Naturgarten arbeiten wir ja, wo immer es geht, mit der Natur. Wir versuchen, natürliche Gegenspieler durch Vielfalt in den Garten zu locken, dann können wir völlig auf jegliche chemische Keule, sei es jetzt als Düngung, sei es als Schädlingsbekämpfung, verzichten. Auch in Wohnquartieren kann Biodiversität im direkten Umfeld gefördert werden. Die Bandbreite reicht dabei von der Begrünung von Funktionsflächen bis hin zum gemeinsam genutzten Gärten und Spielbereichen. Vor allem auch Menschen profitieren von der naturnahen Gestaltung. Sie bietet Raum für Begegnungen, Naturerlebnis und trägt entscheidend zur Lebensqualität bei. Was mich persönlich überrascht hat, dass es innerhalb so kurzer Zeit so viele Farben und Blüten und Insekten gibt, die man vorher so nicht beobachten konnte. Es ist natürlich schon so, dass es teilweise auch von der Arbeit ablenken kann, wenn man interessante Dinge dann vor dem Fenster entdeckt. Es ist
entspannender. Man kann sich mal raussetzen zum Mittagessen oder auch mal zu einer Besprechung. Und man hat einfach ein höheres Wohlbefinden, auch wenn der Blick nur am Fenster vorbeischweift. Vom kleinsten Stadtbalkon bis zu großflächigen Gewerbegebieten. Mit Wildpflanzen fördern wir Artenvielfalt, verbessern das Stadtklima und gestalten Oasen des Wohlbefindens, überall dort, wo wir wohnen, arbeiten und leben. Machen auch Sie mit, denn jeder Quadratmeter zählt.